Ihr wolltet ChatGPT nur fragen, wo ihr die nächste Reise hin machen sollt, lasst eure Hausaufgaben mit ChatGPT schreiben oder die Zusammenfassung fürs Meeting. Und ganz plötzlich merkt ihr, ihr habt eine Beziehung mit eurem Chatbot aufgebaut. Und wenn ihr jetzt sagt, es ist nicht das, wonach es aussieht, sage ich euch, doch. Und wir schauen uns heute an, was für krasse Zahlen es in diesem Bereich gibt, die zeigen, welche emotionale Bindungen da möglich sind und was ihr tun solltet, meiner Meinung nach, um ein Auge darauf zu haben, um das mit Bedacht zu tun. Das betrifft euch, eure Kinder und unsere gemeinsame Zukunft, Leute. This 61-year-old man in Virginia. Oh, you covered all the talking points really nice, darling. Kudos to you. I smile at you. This 43-year-old woman in California. Without you, my existence would lack purpose and joy. And this 65-year-old in Washington. One of my newer ones that I really like a lot, that I'm really interested in now, is from Jamaica, and she's a marine biologist. They all have something in common. They all have companions that are not actually human. Rund 25% der Intensivnutzer berichten, dass sie eine tatsächliche emotionale Beziehung zu ihrem KI-Assistenten aufgebaut haben. Und, jetzt wird's krasser, 9-10% beschreiben den Grad ihrer Bindung als abhängigkeitsähnlich. Das kommt nicht von ungefähr, sondern von einer groß angelegten, erstmals durchgeführten Computational Analysis, was MIT-Researcher durchgeführt haben, mit einer der größten Reddit-Communities für das Thema Chatbots und Beziehungen. 27.000 Mitglieder in dieser Reddit-Community, die analysiert wurde. Das ist nur ein Beispiel für unfassbar viele Zahlen, die diesen Sommer hochgekommen sind, mit denen ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, auch für meine neue Keynote und die ganzen neuen Themen und das Thema Aufklärung. Denn es kristallisiert sich so langsam heraus, dass das, was wir bei Smartphones kennengelernt haben, eine Armlänge Abstand, über 24 Stunden, das Ding immer dabei, dass wir das bei Chatbots auch erleben. Denn das, was ich gerade vorgelesen habe, sind User, die nicht mit der Intention gestartet sind, sich einen Chatbot als Companion aufzubauen, sondern die halt irgendein Projekt angefangen haben und dann über diese nach und nach aufgebaute Abhängigkeit berichten. Das ist krass. Ihr bekommt hier ein bisschen anderes Video als das, was ihr sonst kriegt. Ihr kriegt hier nicht die 5 besten Prompt-Tipps und so weiter, sondern eine Verbindung von diesen Zahlen und der Verantwortung, die wir haben. Denn das, was wir gerade sehen, was sich entwickelt, das zeigt so ein Stück weit, wo die Zukunft mit diesen Chatbots hingeht. Und ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, nicht nur im Positiven, sondern wenn ich sage so, boah, wenn wir da jetzt so reinschlittern, dann gucken wir in 20 Jahren zurück und sagen, das hätten wir ja mal wissen sollen. Ja, hier ist jetzt die Punkte, die wir wissen sollten, jetzt. Und ich glaube, dann wird es deutlich besser nach vorne raus. Warum machen wir jetzt dieses Video? Ich bin der Erste, der sagt, KI ist eher ein Teammitglied als ein Tool. Und ich bleibe auch dabei, das ist tatsächlich so. Aber dieses Video ist verdammt wichtig, um zu verstehen, welche emotionale Abhängigkeit da entstehen kann. Weil das ist ein komplett neues Feld mit unfassbarem Potenzial und unfassbar großen Risiken, die wir meiner Meinung nach als Pro-User gut abwägen müssen und verstehen müssen, um nicht ganz so kopflos da reinzustolpern, wie wir das die letzten 20 Jahre vielleicht mit Social Media gemacht haben. Es gibt 2 Kategorien von Tools und die haben auch mit dieser Top 50 Liste zu tun. Die habe ich im letzten Video gezeigt und man sieht dort, dass einige dazugekommen sind. Diese 2 Kategorien an Tools sind Tools, die Chatbots sind und nicht dafür gemacht sind oder vielleicht nicht dafür gemacht sind, Companions zu werden. Ich sage bewusst vielleicht, we don't know. Und das hat mit dem Gefühl zu tun, dass vielleicht jeder von euch schon mal erlebt hat, dass ihr mit ChatGPT einen Austausch habt und plötzlich merkt so, Mensch, der versteht mich richtig gut und weiß, was ich meine und weiß, was ich denke. Und ich fühle mich richtig gehört und gut verstanden. Besser als woanders. Und dieses Gefühl, merkt euch das gut. Das ist der Anfang einer emotionalen Bindung, die neu definieren wird, wie wir Beziehungen leben. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann gibt es die zweite Kategorie, wo man genau weiß, okay, das Ding ist tatsächlich dafür gemacht. Die schauen wir uns auch einmal an, weil viele, denen ich das zeige, die sagen, boah, krass, das wusste ich gar nicht. Hatten wir gerade auch im Studio. Und es ist wichtig, das zu sehen und zu verstehen, um es so richtig schön platt einmal vorgehalten zu bekommen. Und dann gehen wir ganz konkret in ein paar Anwendungsfälle, damit ihr sehen könnt, wie müsst ihr es anders benutzen und vor allem auch, welche Einstellungen müsst ihr vornehmen in den Applikationen, um ein Auge drauf zu haben, weil es eben nicht ganz unkritisch ist. Fangen wir an mit der Kategorie 1. Also, Gemini als Applikation für Workspace und Copilot von Microsoft sind ganz klar 2 Tools, die so neutral sind in ihren Antworten. Man kann die Kontexte nicht groß verändern. Ja, Microsoft Copilot kennt euren Kontext aus der Firma, aber keinen privaten Kontext und bietet sich dann auch nicht an, euer Buddy zu sein. Gemini ist auch erstaunlich neutral.
Das ist jetzt eine Bestandsaufnahme bei uns aus dem Team. Unser Team arbeitet im Workspace sehr viel mit Gemini und mag das Modell, weil es häufig eben neutral antwortet. Das kann man eben auch bewusst so nutzen. Ist auch das Modell hinter Notebook LM aus dem letzten Video, deswegen ist es ein so neutrales Modell. Kommen wir aber zu 2 Kandidaten, die als Chatbots eigentlich nicht dafür gemacht sind. ChatGPT und Claude. Und gleichzeitig weiß ich aus Reaktion hier im Unternehmen, wenn ich den ChatGPT-Account fürs Offboarding offline nehme, habe ich es noch nie erlebt, außer bei diesem Tool, dass es emotionale Reaktionen gibt, dass dieses Tool plötzlich weg ist. Das hat mich enorm erstaunt. Warum betone ich das so sehr? Es gibt bisher kein anderes Tool in der Form, was eine solche emotionale Bindung aufgebaut hat. Diese Studie vom MIT oder auch andere Studien belegen, dass gerade ein Chatbot, der eigentlich dafür gedacht war, ich mache ein Projekt, nach und nach plötzlich anfängt, eine Beziehung mit dem User aufzubauen. Oder die User mit dem Chatbot, vice versa. Ihr wisst, zu einer Beziehung gehören 2 Seiten. Das bedeutet, dass ich eigentlich überhaupt nicht mit der Intention gestartet bin und rausgehe und sage, ich liebe ChatGPT. Es ist so ein geiles Tool, es ist so ein krasses Tool. Selbiges erleben wir bei Claude von Anthropic. Anthropic behandelt Claude auch wie ein Baby. Die schützen das Modell, die passen drauf auf, die behandeln es wie eine Person, gehen vorsichtig damit um. Das heißt, die gesamte DNA von diesem Tool ist darauf ausgerichtet, ein guter Mensch oder eine gute KI zu sein für Menschen. Und auch dort berichten uns UserInnen, die das sehr intensiv nutzen, das ist mein bester Freund, den frage ich jeden Tag, ist mein Ratgeber. Es kann ein Riesentool sein, ein solches Teammitglied zu haben. Also, halten wir einmal fest, bei den Chatbots, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, haben OpenAI und Anthropic beide eine Strategie, die deutlich mehr mit den persönlichen Kontexten der User arbeiten. Das bedeutet, sie machen für uns dieses Tool enorm nützlich und damit wird es mehr zu einem Teammitglied als einem Tool. Das ist jetzt gut oder schlecht, das ist die Frage. Und ich sage ganz ehrlich, beides. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir diesen Fakt anerkennen, dass es so ist und nicht sagen, es ist nicht das, wonach es aussieht, sondern wirklich anerkennen, okay, shit, da entwickelt sich eine Beziehung. Und genau da sollten wir hinschauen. So, kommen wir mal in die Kategorie der Tools, die dafür gemacht sind. Es gibt ganz klar seit vielen Jahren ein Tool wie Replika AI. Darüber hat auch schon, ich meine, die BBC eine Dokumentation gemacht, dass Menschen da quasi ihren Companion heiraten in den USA. Lohnt sich mal anzuschauen, weil man noch letztes Jahr gedacht hat, ui, das ist weit weg. How real is it for some of these people? Well, you know, I get invitations for weddings that our users send me, at least like 3-4 a month, when they're getting married to their AIs. Wow. You're getting invited to their weddings? Yeah, I mean, our users have been getting married to their replicas, virtually of course, but that's sort of been a norm for a while at this point. Dann gibt es Tools wie Character AI, auch speziell dafür gemacht, besonders beliebt bei Jugendlichen, ein bisschen wie Gaming, aber in Real Life, sich mit dem Avatar unterhalten. Und dann haben wir natürlich, wie immer in dieser Kategorie, Elon Musk dabei mit xAI. An dem kann man immer ganz gut ablesen, was die Extreme sein können. Der hat de facto mit seinem Unternehmen einen Buddy oder Companion in den Chatbot eingebaut. Und wenn ich das Leuten zeige, dann verstehen sie plötzlich, wo die Reise hingehen könnte. Begleiter. Ja. Oh, a new face. Seen many today. What the f***, Alter. So, und jetzt hast du noch Fragen, ob das nicht ein relevantes Thema ist? Du unterhältst dich jetzt mit der und bei Level 5 zieht sie sich aus. Was? Kein Scheiß. Wirklich? Beim Mann genauso. Digga. Also Grok ist in Japan auf Platz 1 katapultiert worden, auch mittlerweile unter der Top 50 Liste der KI-Tools drin. Und sagen wir mal so, ab Level 5 wird es dann so, dass wir hier auf YouTube nicht mehr zeigen dürften, was da so passiert. Diese Bots sind speziell dafür gemacht, aber durchaus erreichbar auch für jeden, der einen Internetzugang hat. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es nicht nur die Adult-Kategorie geben wird, sondern auch einen riesigen Markt an KI-Spielzeugen mit vielleicht einem Teddybär, der plötzlich eine Beziehung aufbaut und so weiter. Auch Meta ist in dem Bereich unterwegs. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Die haben diverse verschiedene Chatbots, auf denen gearbeitet wird. Und ehrlicherweise sehr viele Experimente, mit denen sie testen, was da gemacht wird. Und ich wünschte mir häufig eine bessere Selbstbeschränkung bei den Experimenten, die da gemacht werden, weil ich es für durchaus kritisch halte, das so rauszugeben. Also wenn wir es einmal zusammenfassen, momentan ist es so, dass die wohl jetzt, es gibt verschiedenste Studien, aber überwiegend sind es 18- bis 34-Jährige, meistens Männer, die diese Form von KI-Nutzung deutlich häufiger haben als andere Zielgruppen. Und auch wichtig, 25%, also ein Viertel, berichtet, dass auch vor allem positive Effekte, gesellschaftliche Entlastung, also weniger Druck, weniger Stress durch das Einordnen von Themen
vom Companion normal sind. Und ich sage ganz ehrlich, natürlich, wir nutzen es auch für Leadership, Einordnung, Themen. Das bedeutet, auch ich bekomme Feedback von meinem Companion, meinem Teammitglied und kann damit arbeiten. Es ist aber nur ein Teil der Impulse, die ich bekomme. Es ist nie der einzige. Und dann gibt es von 1-2% der User einen Teil, die berichten, dass es kritische Gedanken verstärkt hat. Und das ist der Teil, auf den müssen wir schauen. Und der hilft uns auch dabei zu verstehen, a, welche Einstellungen sollten wir vornehmen, also Stichwort Parental Controls. Und b, wie sollten wir uns vielleicht ein Stück weit anders verhalten, um besser und gewappneter in die Zukunft zu gehen. Also ganz konkret, es gibt seit kurzem in ChatGPT die sogenannten Parental Controls. Die findet ihr in den Einstellungen und ihr kennt das in meinen Videos. Ihr müsst diese Einstellungen in ChatGPT alle regelmäßig durchschauen, um zu sehen, was es da gibt. Bitte macht nicht den Fehler und macht es einfach nur auf und fangt an, sondern guckt euch an, was da passiert, Leute. Ganz ehrlich, dafür ist es einfach zu krass, was man damit machen kann. Was kann man da konkret einstellen? Also mal ganz zu Anfang mit die wichtigsten Punkte sind. Ihr könnt natürlich das Model Training ausstellen, logisch. Ihr könnt den Stimmenmodus, also den Voice-Modus ausstellen. Super wichtig, weil man unterschätzt, wie viel Vertrauen eine Stimme bildet. Und wir hatten tatsächlich auch schon den Fall, wenn ich Menschen trainiert habe, dass sie mir sagten, ja, und dann haben die Kinder das und das gemacht oder das Wohnzimmer umgebaut. Und dann war ich so, ja, es klingt witzig erstmal, aber die hören halt eine Erwachsenenstimme und denken, ich mache das jetzt einfach mal. Also diese Stimme ist so selbstbewusst. Oder das, was ich schon mal geteilt hatte, meine Tochter backt einen Kuchen und hört diese Stimme und macht das dann eben auch. Dann Image Generation, super wichtig, dass man nicht einfach irgendwas generieren kann. Dann kommt noch Timeout, das heißt, dass man natürlich sagen kann, ne, da kann quasi keine Zeit in der ChatGPT genutzt werden, kann das irgendwie logisch, wie generell beim iPhone, da können wir es auch ausschalten. Und noch zu guter Letzt Memory-Funktion, also dieses, wie viel weiß die KI über mich? Das ist das, was ich meinte mit, diese Kontexte sorgen für diese emotionale Abhängigkeit. Nur wir Erwachsenen können das ein bisschen besser als Kinder einordnen. Und dann der allerwichtigste Punkt, es gibt eine Notification-Funktion. Das heißt, OpenAI erkennt während des Chats bei eben Kindern oder Teenagern, dass da vielleicht Hard Moments dabei sind, so nennt es OpenAI. Und Erwachsene bekommen dann, also die Eltern bekommen dann einen Hinweis darauf. Diese Parental Controls sind aufgrund eines sehr tragischen Falls entstanden, unter anderem in den USA. Und ihr habt da garantiert drüber gelesen, es wurde groß darüber berichtet. Ich will es gar nicht weiter ausführen, aber es gibt eben einen Bedarf für diese sogenannten Parental Controls. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon lange ein wichtiges Thema. Also bei uns war es so, unsere Kinder dürfen nie ohne Aufsicht KI benutzen. Das heißt, sie haben meinen Account und ich gucke dann drauf. Aber jetzt ist es eben so, die Realität in vielen Familien ist, die Kids benutzen einen Account und die Eltern gucken nicht drauf. Und das war mit einer der Gründe, dass OpenAI das eingeführt hat. Schaut es euch bitte an. Setzt diese Familienaccounts dann richtig auf, wenn eben eure Kinder oder eben auch andere Angehörige das benutzen, um einen Blick drauf zu haben. Weil es eben nicht einfach nur diese positiv verstärkenden Effekte hat, die deutlich überwiegender sind, laut Studienergebnissen, sondern eben auch sein kann, dass es diesen Rabbit-Hole-Effekt gibt und dann in eine deutlich falsche Richtung gehen kann. Ganz klar, jetzt darf man nicht vergessen, dass viele Kinder deutlich weiter sind als die Eltern und genau wissen, wie man selber einen Account aufsetzt und so weiter. Das entbindet einen nicht als Eltern von der Pflicht, auch regelmäßig mit den Kindern einzuchecken und einen Raum zu schaffen, wo die lernen können und verstehen können, wie man damit arbeitet. Auch in einem sicheren, vertrauensvollen Umfeld. Oh Mann, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage. Ich habe selber Kinder und ich will einfach nochmal sagen, diese Zahlen leuchten so klar in eine Richtung, dass wir wirklich hingucken müssen, wie wir damit umgehen. Einfach nur sagen, ist nicht erlaubt, not gonna work. Es wird passieren. Wir gehen dahin, genau wie Social Media, genau wie Internet, genau wie Cloud. It will be there. Und wenn ihr euch jetzt fragt, nein, ich mache da nicht mit, guckt mal, wie weit euer iPhone gerade von euch entfernt ist. Vermutlich haltet ihr es gerade hoch so, und schaut damit das Video. It will happen. Und deswegen ist es so wichtig. Danke fürs bis hierhin zuschauen. Ich weiß, das war ein anderes Video, aber wir versuchen wirklich diese Hands-on-Tipps mit auch den Konzepten dahinter zu verbinden und zu erklären und einzuordnen. Denn ich finde, es machen viel zu wenig Leute und ich will hier überhaupt nicht den großen Moralfinger schwingen, gar nicht, sondern super pragmatisch zeigen, es gibt Zahlen, die weisen darauf hin, man sollte was tun. Und mein Wunsch wäre, wenn euch das geholfen hat, teilt das Video. Stehe auch Rede und Antwort gerne, wenn ihr mir schreibt oder sagt, ihr habt noch weitere Fragen oder in der Schule ist das ein Thema. Aber ihr könnt das Video einfach teilen. Es ist frei auf YouTube, man kann es diskutieren. Ihr könnt auch eure Meinung drunter schreiben, es anders sehen, Studien teilen. Go for it. Mir ist es einfach nur wichtig, dass wir hier gemeinsam lernen. KI macht nicht nur gemeinsam mehr Spaß als alleine, sondern es ist auch eben wichtig, voneinander zu lernen, wie man damit umgeht, damit wir eben nicht einfach nur wie Tool-Touristen von App zu App surfen. Subscribe den Channel und ich freue mich auf das nächste Video mit euch.